Hallo, hier ist dann vom Pomade-Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und heute geht es darum, warum nutze ich überhaupt Pomade? Und diese Frage ist ganz schnell beantwortet, weil für mich Pomade das beste Haarstyling-Mittel überhaupt ist, seitdem ich es entdeckt hatte, vor jetzt über 30 Jahren. Und die Vorteile, die ich dort bei der Pomade finde, sind ebenfalls schnell runtergezählt. Das ist einmal die Handhabung, das ist die Flexibilität, die im Haar ist. Also zum Beispiel mit einer Pomade kann ich das hier machen und dann nehme ich einen Kamm und kann mir die Frisur wieder zurechtkämmen. Und das konnte ich mit den Styling-Mitteln, die ich vorher benutzt hatte, vor allem gelbasiert waren, das konnte ich nicht machen. Das kann ich ganz wunderbar mit einer klassischen ölbasierten Pomade machen. Und ich mag auch dieses Gefühl, ich mag die Geschichte. Ich finde die Dosen einer klassischen, schönen, ölbasierten Pomade, die sind so einzigartig und die wurden von Anfang an, wurden die in Blechdosen hergestellt und werden heute immer noch nach über 100 Jahren in Blechdosen angeboten. Und die berühmten Nutzer, das hat mich fasziniert. Mich hat der Glanz fasziniert. Mich haben die Düfte fasziniert. Und ein Punkt ist da, der ist unschlagbar. Das ist die Haltbarkeit. Ich zeige euch nämlich mal ein Produkt, welches ich damals in den 80er, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre benutzt habe. Das ist ein ganz besonderes Produkt und zwar ist es die Nunile Big 4 Way, die King Size. Eine andere Variante kannte ich nicht, nur die King Size. Und das war ein Hairdressing und Pressing Oil zugleich. Und falls euch das was sagt, na klar, Nunile, die kennen wir doch von Murray's in der gelben Dose. Aber damals wurde die noch hergestellt von Peerless Products Company in Detroit. Da, wo jetzt auch Murray's sitzt. Also diese Firma und auch das Produkt wurde, wie mir eben von Jim Berlin, vom Chef von Murray's bestätigt wurde von Murray's übernommen. Damals war das aber noch von Peerless Products hergestellt. Ich habe das Produkt in Australien entdeckt und ich habe das geliebt. Und obwohl das 30 Jahre alt ist, schaut euch das hier mal an. Das ist immer noch wie frisch. Der Duft ist super schön, so leicht, es duftet nach Vaseline mit einem ganz leichten Hauch Zitrone. Aber vor allem so dieses Benzinartige, diese Vaseline, die ich jetzt von der Excellento kenne, von der Hair Glow oder auch von der Dex Short and Neat oder von der Royal Crown. Ganz tolle Produkte sind das hier, diese weichen Pomaden, und die habe ich dort so gerne benutzt in Australien bei über 30 Grad, hat mir aber nichts ausgemacht. Ich habe das Produkt geliebt. So, aber das ist jetzt der Hauptvorteil der Pomade, klassische ölbasierte Pomade, unschlagbar macht. Das Ding ist 30 Jahre alt und es kann immer noch benutzt werden. Ich habe noch ein Produkt euch zu zeigen. Das ist meine damalige Sweet Georgia Brown, die ich mir in Australien gekauft hatte. Und die ist leer. Der Duft ist immer noch da. Der ist wunderschön. Ach, einzigartiger, wunderschöner Duft. Aber ihr seht ja, wie beliebt die Pomade bei mir war und ist die Sweet Georgia Brown. Und die ist ebenfalls 30 Jahre alt. So, und Murray's, die hatte ich damals ebenfalls verwendet, aber nicht diese hier. Die ist nämlich von 1955 mit 25 Cent. Da hat sie noch damals 25 Cent gekostet. Und wieso weiß ich, dass sie von 1955 ist, zeige ich euch, weil Murray's damals in diesem kleinen Heftchen geworben hat. In Heftchen Jet mit dieser coolen Anzeige. Und das ist exakt dieses Produkt. Da seht ihr das. Die Jet ist von 1955. Diese Anzeige ebenfalls. Das Produkt wahrscheinlich auch, wobei 25 Cent hat die Pomade bereits seit den 30er Jahren gekostet. Aber schaut euch das an. Das Ding ist immer noch voll. Ja, ganz milder,
Sehr, sehr milder Duft. Sehr milder Duft, der geht auch in die Richtung aktuellen Murray's Superior. Aber schaut euch das an. Die kann nach 70 Jahren, kann die immer noch verwendet werden. Und das macht ölbasierte Pomade wirklich zu einem unschlagbaren Produkt. Oh, hier noch ein schöner Artikel, den es damals gab. Die Murray Superior Scalp and Pressing Oil for the Ladies. Sehr cool. So, und das war's zur Pomade und zu den Gründen, warum ich Pomade, ölbasierte Pomade so gerne mag und so gerne nutze. Da hat mich übrigens auch ein Kunde neulich angefragt, wie lange ist überhaupt Pomade haltbar? Und er war natürlich dann sehr erstaunt, als ich ihm gesagt und gezeigt habe, wie lang Pomade haltbar ist. Mit diesem Video habe ich das vielleicht nochmal bestätigt. Und was mich interessieren würde, ist, welche Erfahrungen ihr mit Pomaden habt, mit ölbasierten, aber auch mit anderen Pomaden, mit der Haltbarkeit. Wie seid ihr überhaupt zufrieden? Wie seid ihr zur Pomade gekommen? Und warum seid ihr bei Pomade geblieben? So, würde mich interessieren, würde mich sehr freuen. Freue mich auf eure Kommentare. Und das war's von mir. Ich bin der Stan. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.